das mache ich jetzt nicht mehr so oft. Seit geraumer Zeit nehme ich Angela mit ihrem Unternehmen, ihrer Beauty Lounge, als unglaubliche Unternehmerin wahr. Und jetzt sagt sie, dass sie hier diese Tür nicht mehr so oft abschließen wird. Warum das so ist, werden wir im kommenden Interview gemeinsam besprechen. Liebe Angela, heute ist es endlich soweit, dass ich das Interview mit dir führen darf, das ich schon vor so langer Zeit mit dir eigentlich geplant habe. Und zwar schon über ein halbes Jahr wollte ich das mit dir führen. Und du hast mich immer wieder vertröstet und gesagt, Gina, es ist noch nicht der richtige Moment. Und jetzt scheint der richtige Moment zu sein, denn du hast endlich gesagt, ja, wir können das machen. Was ist jetzt endlich anders? Ja, die Zeiten, die sind gerade so schnelllebig. Und damals, als du angefragt hast, war bei mir auch einfach so viel in Bewegung, dass es einfach noch nicht simpel und einfach der richtige Zeitpunkt war. Es verändert sich viel, bei mir verändert sich auch viel. Jeder ist in der Weiterentwicklung und ich liebe ja auch Veränderungen und Weiterentwicklungen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, denn es ist viel passiert in der Zeit und jetzt kann man das auch ins richtige Licht rücken, in die Sichtbarkeit, sodass man auch ja, das Ganze besprechen kann. Du kennst das sicherlich, wenn etwas noch nicht so richtig fertig ist. Wenn der Kuchen noch nicht fertig ist, dann holt man ihn noch nicht aus dem Ofen. Und genauso war es ungefähr mit unserem Interview. Und jetzt freue ich mich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mir deine Fragen zu stellen. Ja, danke dir dafür. Was ist denn jetzt anders genau? Was ist jetzt der letzte Stück für deinen Kuchen, der da gefehlt hat, jetzt endlich drin, dass du jetzt endlich mitteilen kannst, was sich verändert hat? Im letzten halben Jahr besonders habe ich sehr daran gearbeitet, ja anderen weiterzuhelfen und habe in meiner Schule einfach ganz grundsätzlich andere Strukturen, die ich während Corona ja schon quasi die Weichen gestellt habe, dort nochmal skaliert, in das richtige Konzept gebracht. Wir haben ja auch die Zertifizierung am Ende des Tages für eine staatlich anerkannte Schule, sodass wir für unsere Branche einfach viele Weiterbildungen ja in einer bestimmten Form anbieten können, sodass sie förderfähig sind. Beispielsweise, das ist einer der Veränderungen. Eine große Veränderung ist auch zum Beispiel, dass es ja jetzt ein Mentorenprogramm gibt, welches beispielsweise ja sich im letzten halben Jahr so entwickelt hat, dass das jetzt so Fahrt aufnimmt und ich auch über die Resultate der einzelnen Teilnehmer sehr gut sprechen kann. Ist auch die Mentorengruppe jetzt der Grund, warum wir zusammensitzen oder warum konkret sitzen wir jetzt heute zusammen? Das ist nicht ursprünglich oder der alleinige Grund, sondern am Ende des Tages ist es ja ein Gesamtkonzept. Und ich bin ja auch ausgezeichnet worden mit dem Gloria Award für mein Lebenswerk. Und genau über dieses Lebenswerk können wir heute sprechen. Um ja, Dinge eben weiterzuentwickeln, muss man an verschiedenen Stellen eben auch etwas verändern, abschneiden, zurückschneiden und genau darum geht es heute hier in dem Interview. Das hört sich nach einer sehr großen Veränderung an. Habe ich das so richtig im Gefühl? Was steht da in der Tür? Ja, für mich ist es nicht so eine große Veränderung, weil ich mich damit ja selbst beschäftige. Aber sicherlich für jeden, der da jetzt von außen drauf schaut, der mag das als eine riesige große Veränderung wahrnehmen. Und ja, da können wir also gerne Schritt für Schritt einfach mal reingehen. Die größte Veränderung ist natürlich jetzt auf der einen Seite das Mentoring, weil das nicht mehr nur einer Handvoll Kollegen die Möglichkeit gibt, sich mit meinem Wissen zu bereichern und fortzuentwickeln, weiterzuentwickeln, sondern eben auch für 65.000 der Betriebe, die es in Deutschland gibt, die Möglichkeit bietet, darauf zuzugreifen. Und das bedarf natürlich richtig viel Energie, Fokus und am Ende des Tages natürlich Konzentration. Das fordert eben natürlich sehr viel Zeit, die ich mit so einem Herzblut dahin schicke. Und das ist ja meistens so, wo man die Energie hinschickt,
ist ja natürlich dann auch einfach das Ergebnis und das, was aufblüht. Und das macht mir so viel Spaß, dieses kleine Pflänzchen, was ich einst gesät habe. 2016 habe ich begonnen mit meinen Schulungen, auch auf unternehmerischer Weise, ja. Und dieses kleine Pflänzchen ist so toll, wachsen zu sehen, und das macht mir so viel Spaß. Ja. Wenn du darüber erzählst, merkt man schon direkt, dass du wahnsinnig viel Freude daran hast, deine Energie und auch den Fokus darauf zu lenken. Du hast ja nicht nur das Mentoring, du hast ja die Beauty Lounge, die Beauty School. Wie kriegst du das vereint? Was bedeutet das für dein ganzes Konzept? Die Beauty School ist ja aus der Beauty Lounge entstanden, und die Beauty Lounge ist immer das Fundament auch der Beauty School gewesen. Und aus der Beauty Lounge habe ich natürlich super viele Themen auf eine andere Ebene gebracht. Auf die Ebene, in der man nicht mehr beteiligt ist und drinsteckt, sondern in der man quasi darüber spricht, was man verbessern kann, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen, zu erzeugen. Ein Beispiel zum Beispiel ist die Gutscheinstrategie, die mir und anderen in der Branche wirklich auch während Corona so viel Wasser im Sinne von Liquidität unter dem Kiel verschafft hat, dass einfach dann dazu beitragen konnte, dass viele nicht untergehen in dieser Situation und sich damit also einfach über diese Zeit, über diese doch sehr fordernde Zeit einfach eine absolut gute Brücke bauen konnten. Das ist zum Beispiel dieses Gesamtkonzept. Und ja, jetzt ist es Zeit, diese Erfahrungen in noch einen größeren Rahmen zu setzen. Und das mache ich in meinen Schulungen und unter anderem auch in dem Mentoring. Dein Mentoring und die Schulungen brauchen ja wirklich auch, wie du gerade schon gesagt hast, auch sehr viel Zeit und auch einfach den Fokus, damit das fruchtbar sein kann. Was bedeutet das für deine Beauty Lounge? Weil auch die ist ja auch sehr zeitintensiv. Wie hast du dich da aufgestellt, dass auch das gut funktioniert, und was für ein Ziel verfolgst du mit der Beauty Lounge? Also für mich war es früher, als ich gestartet habe, ja immer die Vision, für mich selbst erst einmal unabhängig zu sein von Arbeitsstunden, die man auferlegt bekommt von einem Arbeitgeber. Für mich war es wichtig, dass ich mein Kind und meine beruflichen Ziele, die ich selbst für mich steckte, niemals vernachlässige oder einen Kompromiss eingehe. Und daher war es immer für mich die Situation und die Optimalvorstellung, dass ich in der Beauty Lounge vielen eben Frauen auch als Arbeitgeber eine Möglichkeit gebe, dort ihre Ziele beruflich ja, und familiär einfach eine Grundlage zu bieten. Und das hat sehr gut geklappt. Ich kann mich noch an so einen Schlüsselmoment erinnern, in dem ich von meinem Homestudio in die großen Räumlichkeiten jetzt hier umgezogen bin. Und ich stand genau mit einer Mitarbeiterin, also ich und eine Mitarbeiterin, wir waren zu zweit hier in diesem großen Gebäude. Damals hatten wir 250, wir haben ja jetzt aufgestockt auf bis zu 400 Quadratmetern. Und in dieser Zeit war das so, dass ich mir vorgestellt habe, dass das ein wirklich guter Platz ist für Frauen, die sich in dieser Branche mit ihrer Vision weiterentwickeln wollen, sein kann. Und das ist ja absolut gelungen, dass wir dort viele angestellt haben. Also in Spitzenzeiten hatten wir bis zu 12 Mitarbeitern. Und ja, das ist natürlich auch damit verbunden, genau wie du es eben auch schon erkannt hast, das Ganze mit so viel Zeit, Arbeitseinsatz, Energie auch zu füllen, sodass das ja auch gelingt, dass man auch für jeden dieser Mitarbeiter immer ein offenes Ohr hat. Und diese Reise hat mir so sehr viel gebracht in meiner persönlichen Weiterentwicklung, und die Grundlage war das auch für viele, viele andere Frauen, eben in der Beauty Lounge auch ihre beruflichen Wege zu gehen und ihre beruflichen Wege zu erfüllen. Wir haben alleine schon hier 15 Azubis in der ganzen Zeit
ausgebildet. Manche haben verkürzt, manche haben wir übernommen und manche von A bis Z ausgebildet. Und das ist schon eine ganz schön große Leistung. Und darüber freue ich mich total, dass das ein Fundament ist, was nicht nur für mich selbst und für die Beauty School als fruchtbarer Boden dienlich ist oder war, sondern eben auch für die Menschen, die hier beschäftigt sind und sich damit weiterentwickeln konnten. Du sagtest, das bedarf viel Energie und das ist genau richtig. Und für mich ist eine ganz große Erkenntnis gewesen und in diesem Prozess war ich damals, als du das Interview angefragt hast, zu erkennen, dass dorthin, wo die Energie fließt, eben auch das Wachstum entsteht und das Fruchtbare hervorkommt. Und an bestimmten Stellen bin ich einfach in die Reflexion für mich gegangen, dass ich einfach sehe, dass diese unternehmerische Ebene, die ich mit der Beauty Lounge einnehme, also an meinem Unternehmen zu arbeiten, nicht mehr ausreichend ist dafür, dass das Blümchen sozusagen weiter wächst. Und besonders durch diese schnelllebige Zeit ist es also so wichtig, dass man eben die Digitalisierung vorantreibt und seine Mitarbeiter natürlich auch mit auf die Reise nimmt. Ja, und mit der Arbeit an meinem Unternehmen, die ich ja als Geschäftsleitung an der Beauty Lounge habe, ich habe mich ja schon vor Jahren aus dem operativen Behandeln herausgezogen und das macht mir wirklich wahnsinnigen Spaß, auch diese Branche weiterzuentwickeln, dieses Geschäft weiterzuentwickeln. Und dann ist natürlich was sehr Sensationelles entstanden, dass plötzlich eben dieses Wissen und diese Erfahrungen weitergegeben werden wollen und dann natürlich auch Menschen sind, die das abfragen und daran interessiert sind, dieses Wissen zu bekommen. Und diese unternehmerische Arbeit als solches, die hat mir natürlich auch richtig viel Einblick gebracht, wie quasi dieses Geschäft ja weiterentwickelt werden kann. Die hat mir sehr viel Möglichkeiten verschafft, auch diese Branche weiterzuentwickeln und das eben abgebildet ja auch in meinem Lebenswerk und dann wiederum auch 2020 diesen Gloria Award für das Lebenswerk und dazu sind wir ja auch ausgezeichnet worden, Top 3 Kosmetikstudio des Landes zu sein. Und genau mit diesen Kenntnissen hat sich aber der Fokus verlagert. Ja? Also natürlich ist das so erfüllend für mich, die einzelnen Behandlungen weiterzuentwickeln, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln, mit mehr Kenntnissen auszustatten und sogar auch Führungskompetenzen für den eigenen Betrieb zu verleihen und sie darin zu stärken und auszubilden. Ja, aber schlussendlich ist es auch immer wieder so, dass das alles ein Kompromiss ist, wenn man beides zusammen vereinen möchte. Ja, und somit habe ich eben einen Entschluss gefasst, der uns heute hier zusammenbringt. Was an der Arbeit in der Beauty Lounge und in deinem Business erfüllt dich ganz besonders? Oh, das ist wirklich eine tolle Frage, Gina. Das Erfüllendste an meiner Arbeit in der Beauty Lounge ist natürlich der Kunde. Diese innere Schönheit mit der äußeren zu verknüpfen und das dadurch zu unterstreichen im Außen, diese Veränderung, die möglicherweise im Innen stattfindet, die hat mich schon immer erfüllt. Es ist ja auch so, dass wir eine ganze Zeit lang für große Firmen Styling-Beratungen gemacht haben, wie der erste Eindruck ist. Darüber ist ja auch zum Beispiel mein erstes Buch für unsere Kunden eben, warum es sich lohnt, überhaupt schön zu sein. Das ist das am erfüllendste, was ich am Kunden quasi erlebe, diese Veränderung, jemanden in die Veränderung zu helfen. Ja? Stellen wir uns nur jemanden vor, der wirklich Defizite in seinem Lebensalltag hat, weil er da nicht vorankommt aufgrund des ersten Eindrucks, wenn der nicht stimmt. Wenn man so einen armen Teenager hat, der von Akne geplagt ist und deswegen einfach gesellschaftlich abgelehnt wird. Und das muss ja nicht so sein, dass er gemobbt wird und das Ganze verbal funktioniert, sondern das sind einfach die Veränderungen, die ich am Menschen
einfach schätze. Das große Umstyling zum Beispiel mit Ramona, was wir gemacht haben, was das für eine Veränderung bei jemandem Einzelnen bringt, das verschafft mir heute noch Gänsehaut. Und das sind Dinge, an denen ich wirklich zehre und die bei meinen Mitarbeitern natürlich auch für eine absolute Motivation immer schon gesorgt haben. Und das ist für mich auch wiederum die Motivation, solche Erlebnisse zu verschaffen, dass das für die Mitarbeiter so ein Platz, so ein Arbeitsplatz, the place to be ist, wo man so gerne arbeitet, weil man seiner intrinsischen Passion selbst ja auch als Frau in einer Weise folgt, für jemanden da zu sein, jemanden dabei zu unterstützen, weiterzukommen. Und das hat mir einfach auch so viel Spaß gemacht, das zusammenzubauen und das auf einer anderen Perspektive, auf einer anderen Position zu reflektieren. Das ist das, was wir ja auch die ganze Zeit weiterentwickelt haben in der Beauty Lounge. Ja? Plötzlich haben wir hier mitten im Hunsrück eine Beauty-Perle entwickelt, von denen man teilweise in der Stadt träumt. Ja? Wir haben zum Beispiel Events veranstaltet in diesem Bereich. Da sind wir jemand gewesen, der da wirklich auch derjenige ist, der dort die Richtung angeht. Sowas mit einer Anleitung zum Beispiel auch in die Branche überhaupt zu bringen. Also, dass diese Ideen einfach so aus mir raussprudeln, das ist natürlich dann auf einer anderen Basis etwas, was mich total erfüllt. Das Feedback von den Kunden, die Erlebnisse, die man schafft, die Veränderungen, die man schafft und natürlich auch die Motivation bei den Mitarbeitern. Das war schon immer ein großer, großer Treiber. Du hast also mit diesen ganzen Events und den anderen Tätigkeiten drumherum neue Möglichkeiten für deine eigene Beauty Lounge geschaffen. Und ist das auch die Arbeit, die du, wie du gerade schon gesagt hast, die dich sehr mit erfüllt und wo du gemerkt hast, dass da Bedarf ist? Also einer der maßgeblichen Skills, die ich auch immer von meinen Schülern gefeedbackt bekomme, ist das, was ich auch in der Beauty Lounge die ganze Zeit unbewusst mit einer unbewussten Kompetenz trainiert habe, nämlich Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen, Zusammenhänge zu erstellen oder herauszufinden und das notwendige Puzzle einfach dort einzusetzen. Und das habe ich eine ganze Zeit lang ja sehr gut für meine Beauty Lounge gemacht und jetzt darf ich das ja auch in mein Mentoring bringen und da liegt der Erfolg auch und es macht so viel Spaß zu sehen, dass die Mentoring-Teilnehmer einfach das anwenden, was ich auf einer anderen Ebene mit meiner Beauty Lounge ja selbst auch immer verwirklicht habe. Und es ist, als wenn das Magie wäre, wenn ich denen mein Werkzeug übergebe, was sie dann für Ergebnisse erzeugen. Also neulich hat mir eine Mentoring-Teilnehmerin einfach gefeedbackt, dass sie mit einer entsprechenden 10-Minuten-Nachricht per WhatsApp einfach 10.000 € gespart hat. Einfach nur, weil ich die Zusammenhänge gut zusammengebracht habe, aus einer anderen Perspektive, um sie dann einfach auszufüllen mit dem, was fehlt und was dann eben als Aktion ansteht. Also es wird immer deutlicher, dass du einmal für das Mentoring, also für deine Beauty School, für die eine Seite des Business sehr, sehr brennst und auf der anderen Seite auch für deine Beauty Lounge. Doch was bedeutet das, also wo ist das Ziel für die Zukunft für dich dorthin gehend? Die Situation, in der du mich vor einem halben Jahr gefragt hast, war genau die, an der man natürlich abwägt. Und das ist ja nicht nur ein Abwägen über Pest oder Cholera und was bringt mich jetzt hier weiter oder was erfüllt mich ausschließlich, sondern für mich ist das immer so eine kollektive Angelegenheit, die ich in meine Entscheidung mit einbeziehe, dass das für mich einfach so wichtig ist, wo ist der größte Mehrwert für die Spur im Leben, die ich hinterlassen kann bei anderen. Das ist mir immer schon so wichtig und auf der einen Seite ist diese Arbeit in der Beauty Lounge am Kunden natürlich eine Spur, die ich in jedem Einzelnen hinterlasse und das ist natürlich etwas, wobei ich heute und immer noch Gänsehaut bekomme. Und ich weiß, jeder da draußen, jeder meiner Beauty-Experten, der fühlt das genau. Und wiederum ist es dann für mich aber einfach
wie eine Situation, in der ich weiß, dass ich mein Potenzial, Dinge zusammenzufügen und auf die nächste Ebene zu bringen, unterlasse. Und ja, schon in der Bibel steht, dass wir unsere Talente nicht vergraben dürfen. Und da genau ist mein Ansatz. Es ist natürlich eine emotionale Situation auch, in der man sich befindet. Und vor einem halben Jahr war ich da also einfach in einem Prozess, habe viele Dinge eruiert, habe festgestellt, dass es immer ein Kompromiss wäre, beides zu behalten. Es ist der Kompromiss, eine zweite Führungsebene in dein Kosmetikstudio einzuführen, weil du dich um andere Dinge kümmern möchtest, die vielen weiterhilft. Es ist ein Kompromiss, in der Beauty Lounge mitzuarbeiten, wo viele dein Wissen haben möchten und du nur teilzeitig oder vor dem Arbeitsbeginn oder nach dem Arbeitsbeginn einfach zu greifen bist und die Fragen, die gefragt werden wollen und gestellt werden müssen, nicht gefragt werden und gestellt werden können. Oder du einfach nicht in der Lage bist, des Zeitkontingentes wegen die Antwort nicht adäquat zu geben, so dass sie Menschen weiterhilft. Also was macht man an dieser Stelle? Und deswegen sitzen wir heute zusammen, denn es gibt eine Entscheidung. Das hört sich jetzt an, als wärst du nicht mehr bereit, Kompromisse zu machen. Und war das genau diese Thematik über diese Kompromissbereitschaft, das letzte halbe Jahr darüber nachzudenken, auch der Zeitpunkt jetzt gegeben, dass du sagst, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, für mich die Kompromissbereitschaft, ich sage jetzt mal, zu beenden? Für mich war es einfach auch zu sehen, wo habe ich den größten Impact im Leben der anderen. Ich weiß nicht, ob das jeder hat, aber ich habe das ganz stark. Ich will wirklich eine Spur im Leben, in der Branche hinterlassen, ja? Im Leben der Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, mit dieser Art von Business und eben in der Branche. Und das hat für mich eine klare Entscheidung zugrunde gelegt und da konnte ich dann einfach auch nicht mehr über einen Kompromiss nachzudenken. Das wäre null fair den Menschen, die für oder mit mir arbeiten und auch zu mir als Kunde kommen. Und es wäre auch nicht fair für die Menschen, die von meinem Wissen partizipieren möchten. Und deswegen muss man eine Entscheidung treffen. Und als Unternehmerin ist es ja eine Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Manche müssen eben auch mal ein bisschen gedeihen und das war dann eben auch dieser Prozess und manche kann man schnell treffen. Und in diesem Prozess bin ich jetzt ganz klar angekommen und am Ende. Zu welcher Entscheidung bist du gekommen, zu der du vor einem halben Jahr noch keine Stellung nehmen wolltest? Ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass die Pläne mit der Beauty School und den Projekten, die ich dort habe, einfach einen viel höheren Impact im Leben von anderen haben werden. Und dass ich viele Menschen dazu befähigen kann, von meinem Wissen zu profitieren und das auf ihr Leben zu übertragen. Da ist ja zum Beispiel ein Projekt dabei, was wir gerne verwirklichen möchten, das für Führungskräfte in der Beauty-Branche eine Art Mastermind gibt, sodass du also ein Jahr nicht mehr zusammen bist mit Menschen, die gerade starten. Das ist jetzt eben noch der Fall, dem man absolut gerecht wird. Aber am Ende des Tages haben diese Menschen, diese Unternehmerinnen, die 5, 6 oder mehr Mitarbeiter haben, ja ganz andere Fragen als jemand, der startet. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Projekt, was wir nach vorne treiben. Ich habe die Vision, dass wir auf jeden Fall ein Lifestyle-Magazin herausgeben. Also ich wundere mich immer, warum unser Podcast so einen großen Anklang bringt. Style Up Your Life, das interessiert so viele Frauen, ja. Diese ganze Thematik, wie man als Frau und Unternehmerin überhaupt gut klarkommt, wie man seine Ziele null aufgibt, das ist ja einfach etwas, was total gefragt ist. Das kreist um mich herum und ich möchte dies einfach gerne weitergeben, weil ich genau diesen Weg ja selbst auch gegangen bin und meine Ziele immer maßgeblich wie eine Löwin verteidige. Das sind ja Projekte wie beispielsweise auch, während oder kurz vor Corona hatten wir schon mal diese Vision, dass wir so ein richtiges Retreat
veranstalten für die Unternehmerinnen, ja, Style Up Your Life, und das in eine Reise zu packen und das einfach in einem Programm herzustellen, wo man unternehmerische Themen noch viel dichter und fokussierter behandelt, sodass die Damen und Herren, die Unternehmerinnen, die ihre eigenen Ziele verfolgen wollen, einfach gut versorgt sind. Und diese Skills möchte ich einfach viel mehr ausbauen, diese Bedürftigkeit noch viel mehr stillen. Und dazu gehört die Entscheidung eben auch, mich von der Beauty Lounge zu trennen. Oh, Wahnsinn! 20 Jahre hast du jetzt die Beauty Lounge gehabt und du trennst dich vor deinem großen Jubiläum. Warum? Ja, da kriege ich auch gleich Gänsehaut. Natürlich ist das etwas, was immer emotional ist, aber trotzdem ist es auch etwas, was in meiner Struktur meines Seins einfach entspricht. Ich liebe Wachstum, ich liebe Veränderung. Ich bin ja selbst immer wie ein Baum auf dem Weg nach oben entgegen des Lichtes. Und am Ende des Tages muss man reflektieren, dass die Arbeit in und mit der Beauty Lounge und gerade auch in so einem Zeitpunkt, kurz davor, wenn man jetzt ein großes Jubiläum hat, nichts mit seinem Ego zu tun haben sollte und diese Entscheidung nicht darauf beruht, etwas zu haben, etwas weiterzuführen, weil das andere von einem erwarten, weil man ein großes Jubiläum feiert, weil es immer schon so war, weil es etc. pp. Sondern ich habe festgestellt, dass eben diese Visionen, die ich habe für mein Mentoring, für meine Schule, so einen größeren Impact für die Gesellschaft, für meine Branche hat. Da stehen ja einfach auch viele internationale Aufträge an, über die ich jetzt noch gar nicht geredet habe in der Zeit mit dieser Entwicklung. Wir haben ja ein großes Projekt mit dem Beauty Forum zur Messe im nächsten Jahr 2023. Da wird das Beauty Biz ein ganz großer Teil des Beauty Forums oder der Messe ausstatten mit dem Wissen und das also auf eine ganz andere Ebene bringen. Darüber hinaus gibt es einen Schulungsauftrag, den die Beauty School erhalten hat in Dubai. Und das sind natürlich Dinge, wow, da denke ich, ja, das ist ja auf einmal richtig groß. Ne? Aus der kleinen Anfrage, die es einst mal gab in der Corona-Zeit, wie machst du das? Du bist ja auf dem Land. Wir haben das die ganze Zeit noch gar nicht mitbekommen, dass du eigentlich nur in einem 1200 Einwohner großen Dorf bist und diese Region da einfach wirklich sehr verlassen ist und das kein Ballungsgebiet ist. Und trotzdem hast du mittlerweile 400 Quadratmeter und ein 10-köpfiges Team, 8 bis 10 Leute, je nachdem, wie wir da gerade auch ausbilden. Und nach dieser kleinen Anfrage oder mit dieser kleinen Anfrage, wie machst du das, habe ich auch erstmal verstanden, welche Hilfe die Branche braucht, welche Hilfe das im Sinne von unternehmerischen Weiterbildungen dieser Anspruch an die Branche ja sonst gar nicht gestillt werden kann. Ja? In der Zeit von Corona habe ich so viele Strategiegespräche für meine Kollegen gemacht, die grundsätzlich kostenfrei waren und aus denen ja so viel entstanden ist. Ja, das Buch, das Einmaleins im Beauty Biz, was Weichenstellen für jeden Anfänger ist. Und mit dem können wir ja schon auch einige Kammern, einige Handwerkskammern ausstatten, die das Buch am Ende des Tages weitergeben. Verschiedene Beauty Schools oder Schulungseinrichtungen privater Art und Weise haben sich unser Buch angeeignet, um es an ihre Schüler weiterzugeben. Und das ist der Impact, den ich im Leben hinterlassen möchte. Nicht zu unterschätzen ist natürlich der Impact an der einzelnen Person, denen man beibringt, wie Hautpflege richtig geht. Aber wie groß ist der Impact, den ich schaffe, wenn ich der einzelnen Beauty-Stylistin genau das Wissen gebe, die das dann in die Breite bei ihrer Kundschaft bringen kann. Das ist so erfüllend für mich. Ja, und in den schlauen Schriften steht ja, dass man seine Talente nicht vergraben sollte. Und das
dem möchte ich so unbedingt folgen. Denn mein Talent ist es nicht, nur dem Einzelnen weiterzuhelfen, sondern die große Passion liegt es, anderen Stylisten einfach mein Handwerkszeug, was ich nunmehr über 20 Jahre in der Branche gesammelt habe, weiterzugeben. Wenn du diese Sachen alle sammelst, wie sieht deine Vision dann aus? Ich möchte jeder Frau in der Beauty-Branche wirklich die Kraft verschaffen, die sie ihre eigenen Ziele verfolgen lässt. Oftmals haben die Frauen ja in der Beauty-Branche dieses Dilemma. Bin ich in dem Business und möchte da wachsen und mich weiterentwickeln, dann ist mein Umfeld eher limitierend und sagt mir, was ich für eine schlechte Mutti bin und welche Möglichkeiten ich alle haben muss oder hinterlasse und welche Auswirkungen es hat auf meine Ehe, auf meine Partnerschaft, auf meine Kinder. Und darin möchte ich einfach stärken, dass jede Frau, egal wie dieses Ziel aussieht, einfach diese Ziele verfolgen kann und für sich einfach im Sinne ihrer Selbstliebe, ihrer Liebe zu sich einfach weiterkommen kann. Ob das ein Homestudio ist und sie sich etwas nebenbei verdienen möchte, mit dem kleinstmöglichen Zeitinvest das größtmögliche an Umsatz rauszuholen. Oder ob es jemand ist, der ähnlich wie ich eine Lounge in einem großen Stil, ein Day-Spa in einem großen Stil erschaffen möchte mit mehreren Mitarbeitern und dort eine Beauty-Kolchose zu entwickeln, in der viele auch eine Arbeit haben. Das ist ganz dahingestellt. Jede Frau hat ihr eigenes Ziel und so kommen die Mentoring-Teilnehmer auch in mein Mentoring, ja, in meine Schule. Jede Frau hat ihr eigenes Ziel und das ist nicht abhängig von meinen Visionen. Ich habe immer die Vision zu skalieren und noch mehr und ein bisschen mehr zu wachsen und sehen, was da drin ist. Das muss nicht immer das Ziel dieser Frauen sein, aber für mich ist es so wichtig, dass jede Frau einfach unabhängig davon ist, welche Einkünfte ihr Mann mitbringt oder der Partner. Für mich ist es so wichtig, dass die Frauen unabhängig von ihrer Mutterrolle eine Möglichkeit haben, ihre eigenen Ziele beruflich zu entwickeln und auch auszuleben. Keiner dieser Kinder wird jemals zu diesen Müttern sagen, danke vielmals, dass du damals deine Ziele in die Ecke gestellt hast, damit ich groß und erwachsen werden kann. Keiner. Und das ist das, was ich in die Branche bringen möchte, diese Frauen in allererster Linie zu stärken und natürlich dann mit notwendigen Strategien auszustatten, wie sie das können. Wie bringen sie das zustande, dass sie eine Kundenbindung von nahezu 80% bis 100% haben. Wie bringen Sie das zustande, dass Sie das Weihnachtsgeschäft nicht nur auf kurz vor Weihnachten verlagern, sondern eben auch von Oktober bis Dezember wirklich durch die Decke gehen lassen? Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt einen Kongress machen. Und das ist ja auch nicht der letzte Kongress, den wir planen. Und das erfordert einfach so viel Fokus. Und wohin der Fokus geht, wird eben auch die Energie laufen. Und wo die Energie ist, auf dieses Land, da bringt man natürlich dann auch die Früchte hoch und da entsteht Wachstum. Wir leben ja in unglaublich schnelllebigen Zeiten und bis jetzt warst du unglaublich nah an den Kunden dran durch deine Beauty Lounge. Wie willst du in Zukunft sicherstellen, dass du weißt, was deine Mentoring-Teilnehmer brauchen? Dass ich jetzt mich von einer Beauty Lounge und dem operativen Geschäft trenne, heißt ja nicht, dass ich nicht mehr mit der Branche verbunden bin, sondern die Themen, die meine Mentoring-Teilnehmer und insgesamt in der Schule, in den fachlichen und unternehmerischen Weiterbildungen besprochen werden. Die Themen, mit denen die Schüler dort ankommen, bringen mich ja einfach immer wieder an den Point of Sale, der ja dieses Kosmetikstudio ist und damit auch so nah an die Themen. Was genau haben die ganzen internationalen Aufträge damit zu tun? Also, du hast ja auch eben gefragt, wie nah ich an der Branche bin und ob ich überhaupt klarstellen kann, dass es einfach den Content gibt, den es braucht für die Weiterentwicklung in Zukunft. Ja, und da spielen natürlich diese internationalen Projekte eine mega Rolle, denn dadurch kann ich das Mentoring ja einfach auch auf eine ganz andere Ebene bringen. Einflüsse aus internationalem Gefilde sozusagen sind ja nur förderlich
für das Wissen. Es ist immer gut, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das kann ich dann natürlich auch in den Weiterbildungen weitergeben. Unternehmerisch sowohl als auch fachlich. Ja? Also ich denke da nur daran, dass ich mir ja auch immer das Wissen von diesen ganzen Konferenzen, auf denen ich mich bewege, auf dem internationalen Gebiet auch einhole, sodass ich immer wieder derjenige bin, der das Neue im Portfolio hat. Und natürlich auch derjenige bin, der dann auch darüber sprechen kann, was zwar neu ist, aber wofür man vielleicht auch gerade ein Beispiel von letztem Jahr mit dem Seitenraupen-Fadenlifting, da habe ich ja eine Weiche gestellt für die Branche und gewarnt davor, dass viel Geld ausgegeben wird für eine Schulung, die einfach keine Schulung ist. Und darüber ist ja einfach auch zu sprechen, welchen Mehrwert es geben kann durch all diese Einsätze, durch all diese vielen Einflüsse, die ich aus den verschiedenen Kanälen habe, um sie dann zusammenzufassen und meiner Branche weiterzugeben. Du hast ja jetzt schon über deine Vision deutlich gesprochen, aber erzähl uns mal was über Zahlen. Zahlen, also du meinst sicherlich sowas wie Schulungsteilnehmer und Menschen, denen ich weiterhelfen möchte. Es gibt ja die einen Menschen, die in meinem Mentoring-Programm sind und ein Jahr lang begleitet sind und begleitet werden. Und die haben natürlich einen großen Impact. Und das ist für mich ein riesen Fokus, weil wenn du ein Jahr lang mit jemandem dich weiterentwickelst, dann hast du so viele bessere Entwicklungsmöglichkeiten. Ich habe es erlebt, dass in kurzen Sequenzen einer Zusammenarbeit, einer Schulung über meinetwegen 6 Wochen, 8 Wochen oder auch 12 Wochen ein solcher Druck entsteht, dass sie alle die Vogel-Strauß-Methode wählen und plötzlich gar nichts mehr tun und den Kopf in den Sand stecken. Und das ist natürlich wenig zielführend. Was nützt dir ein 3-Monats-Programm, wenn du null davon umsetzen kannst, weil du so unter Druck gerätst, dass du gar nichts mehr machst? Und das ist das, was ich mit meinem Jahresprogramm einfach maßgeblich verändern möchte. Und da ist meine große Vision, 100 Leute in diesem Programm zu haben. An einem Zeitpunkt 100 Leute da drin zu haben. Das ist ja ein rotierendes Programm, du kannst einsteigen. Es fängt nicht am 1. Januar an, sondern du kannst also nach deinem besten Gefühl, nach deiner besten Entscheidung, nach dem besten Zeitpunkt für diejenigen Stylisten einfach anfangen und dann bist du dort 365 Tage mit mir begleitet. Du kannst dir das wie eine Autofahrt vorstellen. Du setzt dich in ein rotes Cabrio und ich bin der Beifahrer und diejenigen Beauty-Stylisten sind diejenigen, die die Fahrt beginnen. Und damit ist es ganz einfach dann zu wählen, ob welches Tempo gewählt wird, wo ist das Ziel. Ich bin nur der Beifahrer und sage, dass wir dieses Ziel mit so einem Speed und mit dieser Richtung und auf dieser Autobahn gut erreichen, weil ich eben diese Skills habe, immer wieder in die Meta-Position oder Perspektive zu gehen. Und natürlich ist das etwas, was am Ende des Tages vielleicht für den einen oder anderen geeignet ist und viele denken sich, oh, das schaffe ich nicht, langfristige Bindungen und so weiter und so fort. Die müssen sich auch mal erst mit dieser Art von Weiterbildung überhaupt bekannt machen. Und deswegen ist es so, dass ich natürlich auch einen Unterschied in der Weiterbildungsebene machen möchte und Kongresse wie den wir jetzt geplant haben im September, auf das nächste Level bringen möchte. Dass ich die Weiterbildung in dem Kontext Beauty School und eben Beauty Business insgesamt so in die Breite tragen möchte, dass jeder aber auch eine Entscheidung treffen kann, sich das zu leisten, dass Geld nicht der Grund ist, warum er bestimmte Dinge nicht tun kann, sich darüber erstmal im Klaren werden kann, wohin die Reise ist und wo die Defizite überhaupt erstmal sind. Und das kann man perfekt in einer 2-tägigen Weiterbildung, in einem Kongress. Und da möchte ich gerne 500.000 Menschen zu besseren Unternehmern machen, Frauen zu besseren Unternehmern zu machen, Frauen mit ihrem Ziel ausstatten, was sie dann auch erreichen können. Ich möchte die Chantal der Beautybranche sein, die für die Frauen einsteht, für die Frauen, die ihre Ziele oft vernachlässigen oder nicht denken können. Und das ist der Unterschied, den ich machen möchte.
Und es ist so schwierig, auch in Zahlen auszudrücken, weil durch die digitalen Weiterbildungsmaßnahmen, die ich ja auch jetzt schon während Corona die ganze Zeit immer und immer weiterentwickelt habe. Es gibt ja schon unzählige Weiterbildungen, die wir online anwenden. Es gibt eine riesige Online-Akademie, die wir aufgebaut haben. Das ist so schwer in Zahlen auszudrücken, gerade in diesem digitalen Zeitalter, weil du gar nicht mehr erkennen kannst, zählen kannst, keine Strichliste machen kannst, wer jetzt eigentlich alles partizipiert. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich viele, viele Frauen erreiche. Möglicherweise ist es 500.000 die richtige Zahl. Die Zahl, die man zählen kann natürlich, die zählbar ist, das sind 100 Mentoring-Teilnehmer und dann möchte ich einen ganz inneren Zirkel, eine ganz besondere Gruppe einfach zusammenbringen, die in der Beauty-Branche einfach Einflüsse erhalten von außen, also auch international, so sozusagen wie eine Mastermind. Und das ist mein ganz großer Traum, dass es die Leute, die Lust daran haben zu skalieren, die ihr Wissen weiterentwickeln wollen, die so ticken wie ich, die wie ein Baum sind, die wachsen wollen nach oben, dass ich die in einer Gruppe zusammenbringe und dann dieses Pareto-Prinzip quasi aus diesen paar Leuten einfach die weiterzuentwickeln und die dann wiederum eine Spur in der Branche hinterlassen und ein Level ganz anders setzen. Oh, und das ist für mich so tröstlich, mich auch von der Beauty Lounge trennen zu können. Diese Visionen, diese Projekte, die da alle schon angestoßen sind, die sind für mich so motivierend und haben so eine große Treiberkraft, dass ich einfach das gut loslassen kann. Und es macht mir so viel Freude zu sehen, dass die Beauty Lounge einst ein Fundament für jemanden anders sein kann, der möglicherweise jetzt dort anfängt, wo ich vor 20 Jahren stand. Ich danke dir wahnsinnig für dieses Interview und das Bild der Jeanne d'Arc der Beauty-Szene ist jetzt auch zum Abschluss nochmal grandios gewesen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für diese ganzen wahnsinnigen tollen Ausblicke auch auf das, was alles ansteht und wo es hingehen soll. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne, liebe Tina. Danke, dass du so interessante Fragen gestellt hast. Und ich freue mich auf die Resonanz dieses Interviews und bin ganz gespannt wie ein Regenschirm, welche Fragen dazu aus der Branche, aus der Community kommen. So, Frau Thomas, wo geht's hin? Jetzt geht's zum Airport.